Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir unsere Sprechfähigkeiten auf Deutsch verbessern können. Das ist ein tolles Thema. Ich möchte meine Sprechfähigkeiten ebenfalls verbessern. Tom, warum möchtest du deine Sprechfähigkeiten verbessern? Ich möchte Deutsch klar und selbstbewusst sprechen. Ich brauche diese Fähigkeiten für meinen Job und um mit meinen Freunden aus anderen Ländern zu sprechen. Das verstehe ich. Gut Deutsch zu sprechen hilft dir in vielen Situationen. Ich möchte meine Sprechfähigkeiten verbessern, um reisen zu können, neue Freunde zu finden und in einem deutschsprachigen Land zu studieren. Das klingt spannend. Lass uns einige Ideen austauschen, wie wir unsere Sprechfähigkeiten verbessern können. Ja, ich habe ein paar Ideen. Zuerst denke ich, dass wir jeden Tag sprechen üben sollten. Selbst wenn es nur für kurze Zeit ist, hilft tägliches Üben, besser zu werden. Ich stimme zu. Ich versuche morgens mit meinem Spiegel auf Deutsch zu sprechen. Ich rede über meinen Tag oder beschreibe, was ich sehe. Das gibt mir mehr Selbstvertrauen. Das ist eine gute Idee. Ich benutze manchmal einfache Sätze, um meine Routine zu beschreiben. Zum Beispiel, ich frühstücke um 7 Uhr oder ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Das hilft mir klar und einfach zu sprechen. Ich übe auch, indem ich kurze Absätze laut lese. Ich lese Nachrichtenartikel oder Geschichten aus einem Buch. Das hilft mir, neue Wörter zu lernen und meine Aussprache zu verbessern. Laut lesen ist sehr hilfreich. Es macht deine Stimme stark und klar. Ich lese gerne Dialoge aus meinem Deutschbuch. Das macht Spaß und hilft mir zu lernen, wie Menschen in echten Gesprächen sprechen. Eine weitere Möglichkeit, das Sprechen zu verbessern, ist, deutschen Sprechern zuzuhören. Ich höre Podcasts und schaue kurze Videos auf Deutsch. Das hilft mir, verschiedene Akzente und Sprechstile zu verstehen. Ja, zuhören ist sehr wichtig. Ich schaue deutsche Filme mit Untertiteln. Zuerst lese ich die Untertitel, aber später versuche ich, ohne sie zuzuhören. Das gibt mir das Gefühl, Teil des Gesprächs zu sein. Ich schaue auch gerne Kochshows auf Deutsch. Ich lerne neue Wörter und Phrasen über Essen und einfache Anweisungen. Dann versuche ich, ein Rezept mit meinen eigenen Worten zu erklären. Das ist eine kreative Art zu lernen. Nach dem Anschauen kannst du üben, indem du deinen Freunden erzählst, was du gelernt hast. Mit anderen zu sprechen ist die beste Übung. Mit Freunden zu sprechen macht Spaß und ist weniger stressig. Ich nehme oft an einer kleinen Deutschlerngruppe teil. Wir treffen uns einmal pro Woche und sprechen über verschiedene Themen. Ich möchte auch einer Lerngruppe beitreten. Es ist eine gute Möglichkeit zu üben und voneinander zu lernen. In der Gruppe wechseln wir uns beim Sprechen ab. Jeder spricht ein paar Minuten über ein Thema. Das hilft allen zu üben und Fragen zu stellen. Ich mag diese Idee. Ich übe auch das Sprechen mit Sprach-Apps. Diese Apps bieten einfache Übungen und lassen mich meine Stimme aufnehmen. Ich kann meine Aussprache anhören und verbessern. Ich benutze eine ähnliche App. Ich übe kurze Gespräche und spiele sogar Spiele. Das macht das Lernen spaßig und hilft mir, ohne Angst zu sprechen. Manchmal fühle ich mich nervös, wenn ich vor anderen spreche. Geht es dir auch so? Ja, das geht mir auch so, aber ich erinnere mich daran, dass Fehler zum Lernen gehören. Jeder Fehler hilft mir, mich zu verbessern. Das ist eine gute Einstellung. Ich versuche langsam und deutlich zu sprechen.
Wenn ich langsam spreche, denke ich über meine Worte und meine Aussprache nach. Langsam zu sprechen ist sehr wichtig. Es gibt dir Zeit, deine Sätze zu planen. Ich übe auch Zungenbrecher. Sie machen Spaß und helfen mir, meinen Mund klar zu bewegen. Ich habe auch ein paar Zungenbrecher ausprobiert. Sie bringen mich zum Lachen und helfen meiner Aussprache. Zum Beispiel: Fischers Fritz fischt frische Fische. Es ist schwer, aber macht Spaß zu sagen. Ein weiterer Tipp ist, jeden Tag neue Wörter zu lernen. Ich schreibe mir 5 neue Wörter in mein Notizbuch und versuche, sie in Sätzen zu verwenden. Das mache ich auch. Ich versuche auch, einfache Phrasen zu lernen, die ich in täglichen Gesprächen verwenden kann. Zum Beispiel: Kannst du mir helfen? Oder wie spät ist es? Neue Wörter in Sätzen zu verwenden macht sie leicht zu merken. Ich übe, indem ich mit meiner Familie spreche. Ich erzähle ihnen von meinem Tag mit den neuen Wörtern, die ich gelernt habe. Das ist eine gute Übung. Mit der Familie zu sprechen ist angenehm und hilft, selbstbewusster zu werden. Ich erkläre auch gerne meine Hobbys auf Deutsch. Ich erzähle meinen Freunden von meinen Bildern oder meinem Garten. Es macht mich glücklich, das zu teilen, was ich liebe. Deine Hobbys zu teilen ist eine großartige Möglichkeit zu üben. Es macht das Gespräch interessant und persönlich. Alice, denkst du, dass Bücherlesen bei den Sprechfähigkeiten hilft? Ja, ich glaube, Bücherlesen hilft sehr. Wenn ich lese, lerne ich neue Wörter und Ideen. Später kann ich diese Wörter beim Sprechen verwenden. Ich lese gerne einfache Geschichten und erzähle dann meinem Freund die Geschichte mit meinen eigenen Worten. Diese Übung macht mein Sprechen natürlicher. Ich fasse manchmal ein Kapitel eines Buches zusammen. Ich erzähle meinem Freund, was passiert ist und wie die Charaktere sich fühlen. Das ist eine gute Übung für meine Sprechfähigkeiten. Kurze Absätze zu schreiben hilft auch. Ich schreibe über meinen Tag oder meine Pläne und lese es dann laut vor. Das hilft mir deutlich zu sprechen. Das möchte ich ausprobieren. Ich werde ein kurzes Tagebuch auf Deutsch schreiben und es jeden Tag lesen. Das hilft mir, meine Gedanken zu organisieren. Ja, ein Tagebuch ist eine gute Idee. Es ist deine eigene Übung und du kannst jede Wörter verwenden, die du magst. Tom, hast du schon einmal versucht, in der Öffentlichkeit zu sprechen? Ich habe das nicht oft versucht. Ich spreche normalerweise in kleinen Gruppen oder mit Freunden. Warum fragst du? Ich denke, dass das Sprechen in der Öffentlichkeit helfen kann, sich zu verbessern. Es ist anfangs ein bisschen beängstigend, aber es macht dich selbstbewusster. Ich möchte versuchen, bei einer Gemeinschaftsveranstaltung oder in einer kleinen Klasse zu sprechen. Das klingt herausfordernd, aber interessant. Ich würde das auch gerne ausprobieren. Vielleicht können wir vorher zusammen üben. Wir können planen, was wir sagen wollen und unsere Sätze üben. Ja, zusammen zu üben wird helfen. Wir können sogar verschiedene Situationen durchspielen, wie zum Beispiel Essen in einem Restaurant zu bestellen oder nach dem Weg zu fragen. Ich mag diese Idee. Rollenspiele machen das Üben spaßig und realistisch. Ich lerne viel, wenn ich so tue, als wäre ich in einem echten Gespräch. Tom, hast du dir Ziele für dein Sprechtraining gesetzt? Ja, ich habe ein paar Ziele. Ich möchte 5 Minuten lang ohne Unterbrechung sprechen und neue Wörter in meinen Sätzen verwenden. Ich möchte auch einem Sprechclub beitreten. Das sind gute Ziele. Ich möchte jeden Tag mindestens 10 Minuten üben und jede Woche 10 neue Wörter lernen. Ich möchte auch vor einem Spiegel sprechen, um mein Selbstbewusstsein zu stärken. Ziele zu setzen ist wichtig. Es hilft, zu wissen, was man erreichen möchte.
Ich werde meine Ziele in mein Notizbuch schreiben und sie jede Woche überprüfen. Das ist eine gute Idee, ich werde das Gleiche tun. Wir können uns gegenseitig daran erinnern, zu üben und unsere Fortschritte feiern. Ja, es ist schön, einen Freund zum Üben zu haben. Wir können unsere Erfahrungen teilen und neue Tipps zusammen lernen. Ich fühle mich motivierter, wenn ich mit dir übe. Danke, dass du deine Ideen geteilt hast, Tom. Danke, Alice. Ich freue mich, teilen zu können. Ich habe heute viel aus unserem Gespräch gelernt. Ich auch. Ich werde einige deiner Ideen ausprobieren, wie zum Beispiel mit einem Spiegel zu sprechen und Sprach-Apps zu verwenden. Und ich werde üben, laut zu lesen und einer Lerngruppe beizutreten. Wir haben beide neue Pläne, um unsere Sprechfähigkeiten zu verbessern. Ja, lass uns zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen. Ich glaube, wir können beide besser und selbstbewusster Deutsch sprechen. Das glaube ich auch. Mit Übung und Geduld werden wir uns verbessern. Alice, wann planst du, das nächste Mal zu üben? Ich plane, morgen früh zu üben. Ich werde mit meinem Spiegel sprechen und einen kurzen Absatz lesen. Und du? Ich plane, am Abend zu üben. Ich werde meiner Lerngruppe beitreten und über mein Lieblingshobby sprechen. Das ist großartig. Wir können nächste Woche unsere Übungsideen austauschen. Ja, ich freue mich darauf, von deiner Gruppe zu hören. Ich bin mir sicher, es wird spaßig und hilfreich sein. Danke für dieses nette Gespräch, Alice. Ich fühle mich inspirierter, meine Sprechfähigkeiten zu üben. Danke, Tom. Ich habe unser Gespräch genossen. Ich habe viele neue Ideen gelernt, um mein Deutsch zu verbessern. Ich freue mich, dass wir unsere Gedanken und Pläne teilen können. Lass uns nächste Woche wieder treffen, um über unsere Fortschritte zu sprechen. Ja, ich werde meine Ziele aufschreiben und jeden Tag üben. Ich bin gespannt, wie viel wir uns verbessern werden. Hab einen schönen Tag, Alice. Ich hoffe, du übst gut. Danke, Tom. Hab einen wunderbaren Tag. Ich sehe dich nächste Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video!